Ja, das Thema hat als energieintensives Unternehmen für uns eine herausragende Bedeutung und für uns ist es ein Ziel, als großer europäischer Stahlverarbeiter hier eine Vorreiterrolle zu spielen. Das bedeutet, dass alle unmittelbar mit dem Produktionsprozess verbundenen Emissionen bis spätestens 2025 auf Null reduziert werden sollen. Und ich denke, damit haben wir auch im Wettbewerbsvergleich ein sehr ambitioniertes Ziel. Ja, es gibt ja gerade wieder den neuesten Bericht der Wissenschaftler, dass die globale Erwärmung im Wesentlichen durch CO2 verursacht wurde. Also das ist ja nun mal ein wissenschaftlicher Fakt. Und ich denke, es ist ja wohl auch nachgewiesen, dass die Industrialisierung hieran einen erheblichen Anteil hat. Und insofern sehe ich hier insbesondere die stark industrialisierten Länder auch in der Pflicht, eine Vorreiterrolle einzunehmen und an der Reduzierung der CO2-Emissionen zu arbeiten. Wir alle unterhalten uns über Klimaschutz, wir diskutieren darüber und wir werden auch in den Familien darauf angesprochen von unseren Kindern und von unseren Enkelkindern, die das hinterfragen und oft genug bleiben wir ihnen ja vernünftige Antworten schuldig. Auch daher sehen wir uns im Management der Wuppermann-Gruppe in der Verantwortung zu handeln. Wir sind überzeugt, dass langfristig in Europa nur Industrieunternehmen überleben werden, die CO2-frei sind und nachhaltig sind. Und es wird ja nicht bei CO2 bleiben, sondern es gibt ja auch andere Nachhaltigkeitsthemen, die genauso wichtig sind. Wir lesen ja gerade wieder in den Zeitungen, wie wichtig das Thema Rohstoffe ist, dass die Produktion eine möglichst hohe Recyclingquote hat. Und auch natürlich bezüglich der Emissionen wird es weitere Themen geben. Interessant ist ja, dass wir gelernt haben in den letzten Jahren, dass Maßnahmen zur CO2-Reduzierung durchaus ökonomisch sein können. Also wir haben gerade jetzt in den letzten Monaten, wo wir uns ja sehr stark mit dem Thema beschäftigt haben und auch Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Quote umgesetzt haben, herausgefunden, dass es durchaus auch viele Maßnahmen gab, die auch zu einer Kostenreduzierung führten. Also das heißt, Ökonomie und Ökologie schließen sich nicht unbedingt aus. Ja, die Verfügbarkeit sauberer und bezahlbarer Energie ist Grundvoraussetzung, dass das gelingt. Und hier spielt der grüne Strom eine ganz herausragende Rolle. Das heißt, die Dekarbonisierung in Europa unter Beibehaltung des Wohlstands wird uns nur gelingen, wenn wir grünen Strom, bezahlbaren grünen Strom zur Verfügung haben. Dabei wollen wir natürlich auch einen Beitrag leisten. Wir haben uns also vorgenommen, eben nicht nur in Maßnahmen zur CO2-Reduzierung zu investieren, sondern eben auch in die eigene Erzeugung von grüner Energie. Das wird bei uns eben auch eine wesentliche Rolle spielen. Die Hauptlast der CO2-Emissionen entsteht ja in der stahlerzeugenden Industrie. Wuppermann ist aber kein Unternehmen der Stahlindustrie, sondern Wuppermann ist ein stahlverarbeitendes Unternehmen. Bei der Stahlverarbeitung ist unser Prozess den anderen Prozessen zum Verzinken von Bandstahl weit überlegen. Das liegt eben daran, dass unser Prozess strombasiert ist. Wir können also auf Basis von regenerativem Strom, grünem Strom, unser Band verzinken, während die herkömmlichen Verzinkungsprozesse auf Basis fossiler Energie arbeiten. Und das ist natürlich ein erheblicher Wettbewerbsvorteil Richtung Nachhaltigkeit. Der Großteil unseres Energiebedarfs besteht in unseren 3 Bandverzinkungsanlagen. Wir produzieren auf diesen Bandverzinkungsanlagen im Jahr
über 1 Million Tonnen bandverzinkten Stahl. Und wir tun dies mit dem sogenannten Heat-to-Coat-Verfahren. Dieses Heat-to-Coat-Verfahren ermöglicht eben bei niedrigen Temperaturen zu verzinken. Und daher benötigen wir eben nur Strom und nicht wie andere Hersteller fossile Brennstoffe. Um jetzt eben diesen Schritt zu tun, CO2-frei produzieren zu können, sind wir dabei, unsere Stromlieferverträge auf CO2-freie Belieferung umzustellen. Wir werden also ab 2022 in den Niederlanden und in Österreich komplett aus erneuerbaren Quellen Strom beziehen und somit wirklich auf Basis regenerativer Stromerzeugung unseren Stahl produzieren. Da wir bei unserem Heat-to-Coat-Verfahren bei deutlich niedrigeren Temperaturen verzinken können, als dies eben im herkömmlichen Bandverzinkungsprozess der Fall ist, können wir rein strombasiert verzinken. Im Gegensatz zu dem herkömmlichen Prozess, der fossile Brennstoffe benötigt. Und wir sind eben jetzt zurzeit dabei, unsere Stromlieferverträge umzustellen. Wir haben beispielsweise seit 1. Januar dieses Jahres an beiden Produktionsstandorten in Österreich grünen Strom aus Wasserkraft zu 100%. In Holland werden wir ab 01.01.2022 dann den gesamten Strom zu 100% aus Windkraft beziehen. Und an den beiden anderen Produktionsstandorten in Ungarn und Polen arbeiten wir auch daran, auf CO2-freien bzw. grünen Strom umzustellen. Wir arbeiten ja auch daran, in eigene Stromerzeugung zu investieren. Wir haben uns daher entschieden, in diesem Jahr auf 3 Hallendächern PV-Anlagen zu installieren. Insgesamt installieren wir dort eine Leistung von 3 Megawatt. Also damit könnte man schon über 1700 Haushalte versorgen. Wir wollen nicht Schluss machen beim Thema CO2. Wir wollen uns eben auch auf andere Themen konzentrieren, wie die Recyclingquote. Wir haben am Standort in Moerdijk inzwischen eine Recyclingquote von über 99% und auch damit geben wir uns nicht zufrieden, sondern wir streben 100% an. Also auf die Qualität unserer Produkte hat das überhaupt keinen Einfluss. Feuerverzinktes Band ist ja an sich schon ein nachhaltiges Produkt, denn der Korrosionsschutz, der steht für Langlebigkeit und darüber hinaus ist feuerverzinktes Band vollständig recycelbar, also wirklich ein nachhaltiges Produkt. Wir wollen unseren Kunden ein CO2-freies Produkt zur Verfügung stellen. Das heißt in unserem Fall ja, dass wir dem Material, was wir einkaufen, kein weiteres CO2 hinzufügen in unserem Prozess. Und damit glauben wir, dass wir nicht nur einen eigenen Wettbewerbsvorteil haben, sondern dass wir auch unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil bieten. Was wir nicht wollen, ist das, was zurzeit im Markt versucht wird, nämlich sehr komplexe Berechnungs- und Pricing-Modelle zu machen, sondern daher, dass wir daran glauben, dass es ohne CO2-freie Produktion nicht möglich sein wird zu überleben, ist das für uns quasi eine Grundvoraussetzung für uns und unsere Kunden, um im Markt bestehen zu können. Die Ergebnisse resultieren aus einer Studie vom Fraunhofer Institut Umsicht 2020. In dieser Studie wurde nachgewiesen, dass unser Heat-to-Coat-Verfahren einen Emissionsvorteil von über 30% gegenüber den herkömmlichen Bandverzinkungsverfahren hat. Und darauf sind wir auch ein bisschen stolz. 70% des CO2-Contents kam aus dem Zink, ist ja ein sehr energieintensiver Prozess, Zink zu verhütten. Aber es ist auch ein Prozess, der strombasiert ist. Das heißt, theoretisch ist es schon möglich, auch diesen Prozess aus erneuerbaren Energien darzustellen. Und genau diese Gespräche führen wir jetzt mit den Zinklieferanten.
Wir haben natürlich jetzt in den letzten 1,5 Jahren sehr, sehr viel an diesem Thema gearbeitet, sodass wir sicher sind, dass wir einen guten Schritt weitergekommen sind, und wir werden daher auch diesen Wert noch einmal überprüfen lassen. Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung der Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen. Das wollen wir im Wesentlichen erreichen über einen möglichst hohen Bezug an regenerativer Energie, an Reduzierung des Stromverbrauchs, des spezifischen Stromverbrauchs pro Tonne und eben auch mittels Investitionen in eigene Energien. In einem Jahr wird an der Mehrheit der Standorte unser Strombezug CO2-frei sein. Wir wollen dann bis 2025 an allen Standorten den Strombezug auf CO2-frei umgestellt haben. Das heißt, wir wollen dann 100% CO2-freien Strom beziehen. In 10 Jahren wollen wir dann 100% des Strombezugs aus regenerativen Energien beziehen. Bei der Recyclingquote ist es so, wir werden uns aber auch mit den 99% nicht zufrieden geben, denn das Ziel muss es natürlich hier sein, 100% zu recyceln. Höchster Korrosionsschutz bei niedrigsten CO2-Emissionen. Daran wollen wir uns messen lassen. Klar.